Hallo zu einem neuen Video. Diesmal, das ist hier jetzt kein Womotraum-Kanal, der sich zu einem Technikkanal mutiert, aber das Problem mit Mikros und einem guten Ton, das haben, glaube ich, viele von uns Wohnmobilreisenden, die gleichzeitig einen YouTube-Kanal haben und überlegen, wie nehme ich denn einen schönen Ton auf. Wir haben das bisher auch immer gemacht mit dem Handmikro. Und so, da haben wir gedacht, da kann es doch wohl was Besseres geben. Und deswegen, da haben wir uns doch tatsächlich einmal getraut, eine Firma anzusprechen und zu fragen, ob wir mal ein Produkt von ihnen testen oder vorstellen können. Und was passiert? Rein gar nichts. Wir kriegen nicht mal eine Antwort darauf. Und das finden wir ein bisschen unhöflich. Also wenigstens eine Absage. Liebe DJI-Leute, wäre ja wohl drin gewesen. So, und nun sehr ungern, eigentlich unbezahlte Werbung für dieses Produkt, aber es ist halt ganz schön gut und deswegen wollen wir es euch vorstellen. Und wir haben es selbst gekauft, nichts dafür bekommen und so könnt ihr sicher sein. Und es geht um eine Funkstrecke mit 2 Mikros. Und ich werde euch das gleich noch zeigen. Es kommt in diesem Beutel daher, den ich schon eben gerade in die Kamera gehalten habe. Es ist so, da ist alles drin und der Ton, den dieses Mikroset aufnimmt, der ist wirklich fantastisch. Den kann man sogar nehmen im Schnittprogramm, im Video, ohne dass man ihn großartig bearbeiten muss. Wenn man das möchte, kann man ihn natürlich bearbeiten, aber es ist einfach der Hammer. Also finden wir jedenfalls. Wir haben das Produkt jetzt seit einem Jahr Zeit schon im Einsatz und sind richtig happy. Das Mikroset von DJI kommt in einem praktischen Köfferchen daher. In dem ist fast alles drin, was man braucht. Wenn ihr das aufklappt, dann seht ihr, dass sich die Geräte praktischerweise miteinander verbinden, alle angehen und, das ist das Schöne, sofort einsatzbereit sind. Wenn man dieses Köfferchen oder dieses Behältnis hier verwendet, dann hat man noch den Vorteil, dass man eine sehr lange Akkulaufzeit genießen kann, weil die Teile Sender und Empfänger werden hier immer wieder auch gleich drin geladen. Das ist so ein Mikro. Oben ist das Mikro und da kommt dann noch ein Windschutzbuschel rauf, das zeige ich euch gleich. Und alles findet hier auf der anderen Seite ist ein ganz starker Magnet. Also ihr könnt entweder so einen Clip benutzen, um das Mikro anzubringen an der Kleidung, oder aber auch den starken Magneten. Das ist der Sender. Und da steckt ihr jeweils die unterschiedlichen Anschlüsse rauf. Also wollt ihr zum Beispiel euer Mikroset anschließen an eine Videokamera oder eine Spiegelreflexkamera, mit der ihr filmen könnt, müsst ihr dieses Teil ansetzen. Und wenn ihr einen Laptop zum Beispiel benutzen wollt, dann würdet ihr quasi diesen Anschluss nehmen. Ihr schiebt ihn rauf. So, dann ist das verbunden und dann steckt ihr ihn quasi in den Laptop rein an der Seite, in diesem Fall ein MacBook. Und dann könnt ihr auch dort zum Beispiel in eurem Schnittprogramm, in dem ihr eure Videos bearbeitet, wunderbar den Ton aufnehmen. So, das wieder raus. Das geht ein bisschen schwer, ist auch gut so, denn es soll ja auch sitzen. Und wenn ihr zum Beispiel, wie wir jetzt hier, auch euer iPhone benutzen wollt, um Ton aufzunehmen, dann geht das auch super einfach, indem ihr diesen Anschluss wählt und hier reinsteckt, wie ich es eben gezeigt habe. Also, das ist alles so durchdacht und so praktisch gemacht und funktioniert im Endeffekt auch so unkompliziert, dass es eine absolute Freude ist. Und ihr könnt hier entweder zu zweit moderieren,
mit beiden Sendern, oder ihr könnt natürlich auch alleine was machen. So, und der absolute Knüller ist auch, dass diese Sender über einen internen Speicher verfügen, der auch noch eine Backup-Aufnahme für euch anfertigt. Und das ist wirklich genial. Wenn es mal zu Ausfällen der Funkstrecke kommt, dann habt ihr immer noch hier in diesem internen Speicher eine Datei, auf die ihr zurückgreifen könnt. Hier ist der Anschluss. Da könnt ihr die Verbindung herstellen zum PC oder so und dann auf diese Datei zurückgreifen. Ihr würdet euch jetzt, wenn ihr eine Aufnahme machen wollt, das Mikrofon anklippen und dann quasi auf Rec drücken. Dann macht es einmal brr brr, das vibriert so ein bisschen und dann leuchten beide Lampen. Einmal die für den Betrieb und dann die rote dafür, dass das Gerät gerade aufnimmt. Wieder raufdrücken, brr brr. So, es vibriert und das Gerät ist aus. Also eine wunderschöne Geschichte. Und ich sagte am Anfang, dass nicht alles drin ist in diesem Köfferchen. Das seht ihr daran, dass die Verbindungskabel, also das hier zum Beispiel, der Magnet ist so stark. Hier ist das Kabel, um zum Beispiel dieses ganze Akkuköfferchen zu laden. Der Anschluss ist, wo haben wir es gleich? Hier unten. Da kommt es rein. Und dann könnt ihr den Akku in diesem Köfferchen wieder laden. Ihr seht immer die Anzeige, wie ist der Ladezustand und also alles bestens. Und dieses Kabel hier, was auch noch in dem Beutel ist, das braucht ihr, um den Empfänger der beiden Mikros mit der Spiegelreflex oder mit dem Camcorder zu verbinden. Und dann, ganz wichtig, und da kann ich euch bloß raten, eigentlich niemals eine Aufnahme ohne diese Dinger zu machen, ohne die Puschel, die toten Katzen oder wie man dazu sagt. Also das sind wunderschöne, auch sehr effektive Windschutzpuschel für die beiden Sender und die solltet ihr eigentlich immer drauf machen, weil dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich habe es neulich vergessen bei einer Aufnahme und die war recht hässlich gestört durch Windgeräusche. Aber die beiden Puschel, die funktionieren wirklich tadellos. Also die kommen hier rauf, aufs Mikro, mit einer halben Drehung, quasi, dass ihr die nicht verlieren könnt so schnell. Und dann funktioniert das auch gut. Also, da hat DJI ein Produkt rausgebracht, was wirklich, wir haben bisher noch nichts gefunden, was negativ wäre. Also toi toi toi, bis jetzt jedenfalls noch nicht. Und hier mithilfe dieses Displays könnt ihr noch einige Einstellungen vornehmen an diesem Gerät und da müsst ihr dann mal in die Bedienungsanweisung gehen, um das nochmal genau nachzulesen, worum es hier überall geht. Diese Mikros haben eine Reichweite von 250 Metern. Ich frage mich, wann nutzt man das mal aus? Ich weiß, in 250 Meter Entfernung ist man ja gar nicht mehr zu sehen. Aber in dem nachfolgenden Videoausschnitt, da habe ich es mal probiert und bin 80 Meter weit weggegangen. Und wie das funktioniert, das könnt ihr gleich sehen.
Dieses DJI Funkmikroset hat eine wunderbar hohe Reichweite. Ihr könnt mich, glaube ich, jetzt noch nicht mal sehen. Ich bin ca. 80 Meter weit weg von der Filmkamera und laufe jetzt mal langsam zurück. Also, dieses Mikro hat eine Reichweite von wohl über 205 oder um die 250 Meter. Und das reizt man natürlich wahrscheinlich nicht aus so schnell. Aber es zeigt doch, das Ding kann was. Und wenn man jetzt davon ausgeht, vielleicht, man hat natürlich Angst, dass man wenn man Filme macht, dann gibt es plötzlich ein Problem mit der Funkstrecke und der ganze Ton ist verloren und man darf alles nochmal von vorne machen. Und deswegen können diese Mikroteile hier, die haben einen internen Speicher und die können zur Sicherheit gleichzeitig ein Backup der Tonaufnahme erstellen. Und das ist wirklich ein absoluter Hammer, ne? So, jetzt bin ich da. Habe das Stativ ein bisschen zu tief eingestellt. Aber ihr seht, also fantastische Tonaufnahme. Und im Schatten steht die Kamera auch noch, aber ihr könnt mich, glaube ich, sehen. Und das ist schon mal so ein Aspekt, der ist doch ganz schön ein Argument. So, und nun die Vorführung dieses Mikrofons, um das mal auch nicht zu vergessen. Und jetzt aber habe ich hier ein bisschen übertrieben weit oben das Mikrofon von DJI angeklippt. Und ihr hört jetzt den absoluten Originalton, der ist unbearbeitet. Und ich gucke immer noch ein bisschen in die Mitte leider nur, statt da an die Seite, wo eigentlich die Optik ist. Also, ihr hört jetzt den Originalton, um das nochmal zu sagen, der nicht bearbeitet ist und der kann sich wirklich hören lassen. Ne? Also, wir sind mit dem Produkt sehr, sehr zufrieden und können es empfehlen. Und an dieser Stelle muss ich nochmal betonen, das ist hier kein Technikkanal von Profis, sondern wir geben hier einfach mal an euch die Erfahrungen mit diesem Mikroset weiter, die wir in den letzten Wochen gemacht haben. Und das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Däumchen nach oben gebt, stellt Fragen oder kommentiert. Würden wir uns super freuen. Und wenn ihr noch kein Abo habt, obwohl es sich eigentlich natürlich immer weiter noch um den Womo-Traum-Kanal handelt, mal mit einem kleinen Abbieger zu einer Technikbesprechung. Da kommt noch eine. Wir stellen euch noch eine Kamera vor, die wir neu im Einsatz haben. Und ja, das wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Warum soll man nicht seine Erfahrungen weitergeben? Denn dann können andere entweder auch gute Erfahrungen machen oder Fehler vermeiden. Also in diesem Sinne, bis dann. Ciao.